Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schlachtfestes. Heute machen wir ein bisschen nicht so Burago-lastig. Ich glaube, diesmal ist sogar gar kein Burago bei. Hier haben wir ein BMW E30 von Norev, ein Mini Cooper von Ixo, ein BMW E36 von UT, ein Ford Capri von Norev, ein Porsche 911er, keine Ahnung, SC oder irgendwie sowas von Solido, dann eine Corvette 124 von Road Signatures. Ich glaube ein 50er Bel Air von Sunstar. Ein Opel Kadett C von Triple Nine. Ein Jeep Cherokee von Solido. Und das müsste auch ein Solido, ne, Vitesse sein, irgendwie sowas. Ja, Vitesse. So, oh, komm, bleib jetzt mal stehen hier. Mein Gott, fahrt doch alle runter. So, diese schönen Modelle, die werden jetzt gleich im Schnelldurchlauf zerlegt und verschrottet. Die Teile kommen natürlich online und was auch noch erwähnt werden muss, ist, ich werde in diesem Video nicht ganz so extrem ausführlich vorgehen wie in diesen einzelnen Schlachtvideos, die ich immer sonst mache. Also nicht wundern, hier geht das wirklich nur auf Schnelligkeit. Ich muss wieder Bestand abbauen. Wie ihr gesehen habt, ist bei meinem letzten Modellauto-Schrottplatz rundgegangen, habt ihr gesehen, dass echt extrem viel neu dazugekommen ist. Und ich muss jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben und mal die nächsten Tage mal richtig ordentlich was wegkeulen, bevor das hier noch richtig eskaliert. Heute kam ja wieder eine neue Fuhre an Schrottautos und jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. So, diese 10 Kandidaten sind jetzt dran und lehnt euch zurück und genießt die Stunde wahrscheinlich. Stunde. Bis gleich. Ciao, Freunde. Hallo und willkommen beim Schlachtfest. Das Schlachtfest ist ja, ihr kennt ja wahrscheinlich schon inzwischen den Unterschied, aber trotzdem erkläre ich für Leute, die jetzt zum ersten Mal ein Schlachtfest zu gucken. In den Schlachtfesten werden die Modellautos im Schnelldurchlauf zerlegt. Und nicht so wie in einer Schlachtnacht, einzeln, ausführlich und so weiter zerlegt und beraten. Also hier geht es wirklich nur auf zack, 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 schnell, schnell, schnell und Zeit ist Geld. Weil da sind alles jetzt Modellautos, wo ich schon entweder schon ziemlich viele Videos gemacht habe, wie der Capri und der Golf 1 und so wird alles, oder sind so Modelle, wo sich einfach wo sich es nicht lohnt, ein Video zu machen, einzelnes. So wie bei diesem Mini. Dieser Mini Cooper ist hier von Ixo, glaube ich. Jawohl. Aus Metall und geht nichts auf. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil, keine Ahnung. Ich glaube, der hatte Transportschaden oder irgendwie sowas gehabt. War schon mal gut, dass man die Stoßstange so abziehen kann, ne? So. Zack. Cool, der hat ja sogar eine Hupe hier vorne. Da Hupen. Cool. Mach ich natürlich auch ab. Na komm. Na komm. Man kann die Teile so rausziehen, ey. Ja, ja, das ist so ein Bangladesch-Modellauto, ne? Die werden in Ixo produziert ja in Bangladesch. Das muss nicht immer scheiße heißen. Aber super duper sind es meistens auch nicht. Ich brauche gerade ein feines Werkzeug. Wo das abgeblieben ist. Da. Jawohl. Weil hier gibt es ja ungewöhnlich viele Kleinteile. Und die gehen eigentlich ziemlich easy ab. Also ohne großen Gegenwehr. Das spricht jetzt nicht gerade so für Ixo. So. Tankdeckel.
ist das denn? So. Guck mal, ey. Selten ein neues Modellauto hier da gehabt, was ich jetzt so wenig wert. Ich meine, das ist super für mich. Scheinwerfer. Noch ein Scheinwerfer. So, jetzt brauchen wir einen Kreuzschraubendreher. Na guck mal, der hat auch sogar hier die kleinen Schrauben. Die unten auch. Ja. Oh, dieses Scheißding. So. Bestimmt hinten im Radkasten sind noch die anderen Schrauben versteckt. Jawohl. Oh, wie befürchtet. Nun kriegen wir die Felge nicht ab. Kriegen wir nämlich einen Gummi ab, ey. Ja. Wow, der hat Gurte. Gurte und die Innenausstattung fällt schon auseinander. Geil. Gurte sind nur ein Sticker, aber sonst ist an sich sehr langweilig. Kein Überrollkäfig, obwohl es ein Monte Carlo Renner ist, ne? Kühlergrill. Oh nein, Dremel, ne? Turmbrett. Hier muss man viel dremeln. So. Scheibe. Noch eine Seitenscheibe. Hier ist auch die Windschutzscheibe.
Man sieht auch richtig, wo der Kleber entlang gelaufen ist, ey. Oh oh, der Kleber ist so gut. Ja, ich befürchte kein Happy End. Na doch, haha, geschafft. Perfekt. Ja, der X-Fu Mini, muss ich ehrlich zugeben, ist jetzt nicht wirklich der Kracher, ne? Hier hat man zum Beispiel einen Stellverschluss einfach nur drauf gemalt. Ja. Es ist schon gruselig, wie leicht die Teile abgegangen sind. Mein Gott, die hintere Stoßstange einfach so abziehen. Eigentlich hat sich generell das Modellauto sich gegen diese Zerlegung nicht gewehrt. Das ist jetzt nicht wirklich ein Pluspunkt für das Modell. Für mich ist das natürlich angenehmer beim Zerlegen, aber so von Qualität her ist das jetzt nicht gerade ein Pluspunkt. Ja, okay, preislich kostet er um die 60 Euro, macht man nicht wirklich was falsch. Ich finde auch die Größe her ist sehr authentisch getroffen. Der ist wirklich klein für einen 1:18er und das finde ich optisch sehr gut gelungen. Ne? Also da muss man auch mal einen Pluspunkt sagen. So, ja, Metall und geht nichts auf, das ist das andere und das war's. Das war Modell Nummer 1, es geht gleich weiter. So, es geht weiter. Der nächste Kandidat ist ein BMW E36 Coupé von UT. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil er eigentlich komplett verbastelt ist, wie man sieht. Hier wurde schon mal mit Laserband nachgeholfen. Achseslose. Ja. Ich gehe jetzt nicht so extrem ausführlich auf dieses Modell ein, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich habe glaube schon 5 oder 6 Videos von dem Modell. Schaut einfach unter meinen älteren Videos nach, da werdet ihr alles finden. So. Und ich freue mich auch immer, ein Modell hier auf dem Schlachtbank zu haben beim Schlachtfest, wo es einfach mal schneller geht als üblich. So. Warum der jetzt hier auf den Schrott kam, war ja klar. Der wurde verbastelt. So, nur einige würden ja sagen, aber der hätte eigentlich auch ein eigenes Video verdient. Ja, aber ich habe wie gesagt schon zu viele davon gemacht. Und das sogar auch noch vor kurzem. Einen gelben, glaube ich, habe ich vor kurzem zerlegt. Und davor war es noch ein verbastelter blauer. Und ein silberner und. So. Aber es ist ja nicht der letzte BMW für heute Nacht. Da kommt ja noch ein E30. Oh, hier ist so viel Kleber. Aber das ist alles original. Kleber, nicht irgendwie verbastelt Kleber. So, dann gehen die Rücklichter jetzt auch ab. Scheinwischer schon wieder kaputt. Das ist irgendwie eine Seuche bei dem E36er, dass die Scheinwischer ständig abbrechen. So, jetzt auch die Seitenscheiben. Nebelscheinwerfer. Dann war das mal ausnahmsweise mal ein kurzes Video, weil ich habe die Befürchtung, dass die nächsten Autos ziemlich bremsen werden. So, das war's. 3 Minuten. Shut up. Fertig ist er. Haha. Scheiben hat er ja gar nicht gehabt, da habe ich mir ein bisschen Arbeit gespart, aber ansonsten ging auch schnell, ne? So, das war Video Nummer 2 und gleich geht's weiter. So, ein kleiner hübscher Porsche hat hier Platz genommen und das ist der Porsche 911 RSR von Solido.
ein relativ aktuelles Modellauto. Das gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Er kam jetzt hier bei mir auf den Schrott, weil ich glaube, der hat eine kaputte Verpackung gehabt und noch irgendwas. Da war irgendwas noch beschädigt. Oder war ja nur die kaputte Verpackung? Ja, irgendwie so was. So. Echt jetzt? Dieses habe ich gesehen, wo der hingeflogen ist. Der Schnellverschluss ist weggeflogen. So. Jetzt machen wir hier schnell weiter. Ich hoffe, das wird kein langes Video werden. Der zweite Bangladeshi heute. Wo in der Mini. Und jetzt du. So. So. Mehr geht jetzt, glaube ich, nicht ab. Das machen wir hier unten weiter. Zerlegen wird relativ einfach sein. Ich denke mal, die Scheiben müssen auch hier herausgedremelt werden, wie immer. So. Und der bestimmt hier hinten auch noch Radkästen. Ne, doch nicht. Ach, Gott sei Dank. Na komm, na komm, na komm. Die Wägen sind natürlich cool, ne? So Fuchsfelgen mit Tiefbett. Das ist schon cool. Oh nein, die Nebelscheinwerfer sind hier irgendwie vom BMW. Oh. Muss ich mich noch gleich mal drum kümmern. Oh schön, die Innenausstattung ist ganz gut geworden. Was steht da? Schrot. Cool. Echt nicht schlecht, das sind Feuerlöcher. Die Innenausstattung ist echt gut geworden. Armaturenbrett, auch schön. Okay, das haben die ein bisschen versetzt gemacht, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Hier mit dem Porsche-Emblem auf dem Lenkrad. Also die Innenausstattung ist echt gut geworden. So. Also bis jetzt zerlegt er sich echt einfach. Oh. Gut, die Schraube sitzt jetzt natürlich fest. Die von der Motorhaube. Boah. Schön. Oh, ich mag diesen Spoiler, ne? Der so hinten. Oh, genial. So, jetzt geht die Stoßstange noch ab hinten. Stoßstange nach vorne. Oh nein. Ein kleiner Riss. Puh, Schwein gehabt. Nochmal alles gerettet.
So. Also ich muss sagen, der zerlegt sich echt angenehm. Ich habe, glaube ich, schon mal die zivile Variante von dem hier zerlegt oder eine Rennversion oder so, keine Ahnung. Schon ein bisschen länger her. Aber es gibt auch davon ein Video. Mal gucken, wenn ich das finde, werde ich das verlinken. Blinker. So, jetzt noch die Scheiben rausdrehen und fertig ist die Geschichte. So. Geschafft. Oh, da steht sogar was drauf geschrieben. Das Nordoriginal. Okay. Gut. Dann halt das Nordoriginal. Ja, Fazit. Für zwischen 30 bis 40 Euro kostet dieses Modell normal. Muss ich sagen, ist es in Ordnung. Ne, man kriegt zwar nur die Türen auf, aber alles andere ist okay. Man kriegt endlich auch mal ein paar schöne Farben, die es so, glaube ich, gar nicht gab, aber gut. Aber schöne Farben. Und ich finde, das vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Modell definitiv in Ordnung. Eine schöne Innenausstattung, schöne Felgen und die Stoßstangen und so gehen alle ab. Gurte hatte auch eigentlich im Prinzip ein gutes Modellauto. Mal was anderes für die Preisklasse, ne? So, weiter geht's. So, wir haben den Ford Capri hier auf der Schlachtbank. Er kam jetzt auf den Schrott, weil einmal die Verpackung ein bisschen beschädigt war und die Heckscheibe rausgefallen ist. Ja, das reicht schon für viele Händler, ein Modellauto zum Verschrotten herzugeben. Und da er nicht mehr in den Umlauf gehen darf, zerlege ich den jetzt. Auch von ihm hier habe ich schon mehrere Videos online. Ich glaube Silber, Bordeaux Rot, Orange und keine Ahnung, alle Farben. Und da lohnt sich jetzt nicht für dieses Modell auch nochmal ein Video zu machen, sage ich euch ganz ehrlich. So. Deswegen beeile ich mich jetzt auch ein bisschen, damit ihr von dem 100. Capri-Video nicht noch einpennt, falls ihr nicht schon eingeschlafen seid, ey. Wach bleiben. Ich muss auch wach bleiben. Auch wenn wir jetzt gerade, warte, 0:22 Uhr haben. Meine Ortszeit. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann ist wahrscheinlich eh gerade früh morgens, mittags oder abends bei euch. Weil ich muss ja noch alles zusammenstellen. Das Video bearbeiten. Das dauert ja auch noch mal ein bisschen was. Und dann muss es auch noch hochgeladen werden. Das dauert am längsten eigentlich. Das Hochladen. Obwohl ich eigentlich eine ziemlich gute Internetverbindung habe, dauert das komischerweise immer voll lange. So, komm raus. So. Viele Schrauben, ey. Aber lieber habe ich die geschraubt, die Achsen, als irgendwie verklebt oder irgendwie sowas.
Das hört sich alles gerade wie ein bisschen voll grob an, knack, knack und so alles, ne? Ist es aber nicht. Oh, schön Gurte hat er. In der Ausstattung ist sogar mit einem Teppich belegt. Hutablage kann man hochklappen. Perfekt. So. Na komm schon. So, das muss jetzt die Heckklappe sein. Hallo Heckklappe, geh mal ab. So. Ich zerlege gerne Capris. Ich weiß nicht warum, aber die machen mir immer Spaß zu zerlegen, weil die eigentlich sich nicht großartig wehren. Was schön bei Noref-Modellen auch immer ist, die sind meistens ja eigentlich nicht schwer zu zerlegen. Meistens. Klar gibt es da auch ein paar Modelle, die ein bisschen zickig sind, aber im Großen und Ganzen zerlegen die sich eigentlich relativ einfach, Noref-Modelle. Angenehm auf jeden Fall. Wenn ich überlege, so ein Autoart oder so, boah, ne, da hat man echt keinen Bock mehr. Und wenn man überlegt, man muss die Scheiße auch vielleicht noch mal wieder zusammenbauen, ey. Mann, Mann, Mann. Gegen meine Lippe geflogen, ey. Schön. Sehr gut. Schönes Armatur am Brett. Gut, typisch Noref Motor ist nur eine Platte. Schade, ne? Noref macht echt gute Modellautos. Auch die Auswahl an Modellen, was Noref so anbietet, ist auch sehr gut. Aber warum die an den Motoren sparen, ist für mich immer noch ein Fragezeichen. Ne? Besonders so hübsche Modelle wie der Capri jetzt hier. Die haben doch echt einen schönen Motor verdient. Statt nur so eine blöde Platte. So. Oh, gar nicht geschafft. Mein Gott. Echt jetzt? So. Jetzt kommen die Scheinwerfer raus. Einer der beliebtesten Ersatzteile. Ja, das war's. 6 Minuten 50 hat das gedauert. Für den hübschen Capri, den in die Modellautogeschichte zu bringen. Schönes Modell, ist definitiv sein Geld wert. Und ich bin mal gespannt, was für Farben noch alles rauskommt. Irgendwie sind ja, im Prinzip sind ja schon alle Farben raus. Aber irgendwie haben die noch nicht die ganzen Rennversionen rausgebracht bei Noref. Mini-Champs hat das ja gemacht. Wäre schlecht als recht, aber mal gucken, vielleicht zieht der Noref noch nach.
Bei Rennversion gibt es davon ja auch en masse, ne? So, weiter geht's. 2, 4, 5, 6 Autos noch, ey. Uiuiui. So, Freunde, es geht weiter. Wir haben hier den, nicht wie vorhin erwähnt, den 1950er Bel Air, sondern den 1953er Bel Air. Ja, damals haben die Amis jedes Jahr ein neues Auto rausgebracht. Ist heutzutage natürlich nicht mehr so einfach, weil jedes Jahr ein Auto immer wieder neu zu entwickeln, das kostet auch in Amerika inzwischen zu viel Geld. So, er kam jetzt hier auf den Schrott, weil der Spiegel abgebrochen ist und der Kofferraumdeckel lose ist, warum auch immer. Hersteller ist Sunstar, guter Hersteller für amerikanische Modellautos. Die haben echt wirklich viele schöne Straßenkreuze auf den Markt gebracht. Aber so Muscle Car mäßig waren sie jetzt nicht großartig unterwegs. Die haben zwar den Kuga und den Mustang rausgebracht und den Camaro, den 80er Jahre Camaro. Aber sonst haben sie sich eigentlich hauptsächlich nur auf diese fetten alten Kreuzer konzentriert. Finde ich persönlich auch ganz gut. Weil einer muss die auch auf den Markt bringen, ne? So. Hier werde ich den Unterboden komplett lassen, weil die Felgen sind jetzt nicht so der Kracher, dass man sagt, die könnte man auch auf ein anderes Modellauto draufschrauben. Deswegen werde ich hier den Unterboden komplett lassen. Weil es demjenigen, der das Modellauto restauriert oder repariert, natürlich mehr geholfen. Weil die Felgen sehen nicht auf dem Cadillac zum Beispiel ja nicht aus oder so, ne? Geht ja nicht. Geht schon, aber macht man nicht. So. Na komm schon. Süße kleine Schrauben. So. So, ja, das bleibt jetzt eine Einheit. Aha, hier hat eine Schraube sich verabschiedet und deswegen war der Kofferraumdeckel lose. Entweder, ich glaube, der hat sogar vom Werk aus gefehlt, die Schraube. Das Gewinde sieht noch sehr jungfräulich aus. Ja, Gurte hatte er damals eigentlich nicht so gehabt. Ich meine, okay, Hüftgurt hätte er vielleicht gehabt, aber sonst eigentlich nicht. Schade, keine umklappbaren Sitze. Umklappbare Sitze wären jetzt noch cool gewesen. Gut, so teuer ist das Modellauto jetzt auch gar nicht, ne? Ich glaube, das bewegt sich irgendwo so zwischen 30 und 50 Euro rum. Mal mehr, mal weniger. Der Motor ist cool. Ist zwar auch nur eine Platte, aber sieht cool aus. So, das Armaturenbrett sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. So. Das ist cool. Hier steht auch nochmal, was steht da? Chevrolet. Schön.
So. Ja. Wie Akkordarbeiten gerade hier. Weil ich darf jetzt nicht unnötig Zeit verplempern. Zeit ist Geld. Besonders beim Schlachtfest. Weil ich in kurzer Zeit... Was ist das denn für ein Scheiß? Auf der Seite gibt es gar kein Loch, um den Scheinwerfer auszubauen. Mein Gott. Spielt der Scheinwerfer echt Flipper, ey. Da. So, jetzt noch die Rücklichter. Die kann man auch nicht von innen rausdrücken. Ein Rücklicht. So, das war's. Der hübsche Bel Air ist Geschichte. Tolles Modellauto, schöne Farbe, mal was anderes. Dieses Pistaziengrün macht echt viel her. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Innenausstattung ist nicht so toll geworden, aber dafür ist der Motor schön und generell diese schönen Chromteile überall. Da macht schon viel was her. So, weiter geht's. 7 Minuten sind vorbei. So Freunde, es geht zügig weiter und der nächste Kandidat hier ist der C-Kadett von KK Skala. Nicht von 999 wie vorhin erwähnt, sondern von KK. So. Ja, ich hoffe, dieses Modellauto wird sich nicht großartig zur Wehr setzen jetzt beim Zerlegen. Dürfte eigentlich nicht. Dürfte, also wird. Wo ist mein Werkzeug hin? Da. Deswegen fange ich auch mal sofort an zu zerlegen, weil der ist eigentlich nahezu baugleich mit dem von 999. Da tut sich wirklich nicht viel, der ist zwar aus Metall, aber es geht leider nichts auf. So. Der Spiegel ist schon angebrochen. Ich glaube, ja, war ja klar. Ich glaube, der wird sowieso abbrechen. Na komm. So, einer. Oh mein Gott. Komm schon. Preislich ist dieses Modellauto immer so ein Auf und Ab. Der wird auch oft im Sonderangebot sein und kommen ja auch immer wieder neue Farben raus. Oh Gott. Das sollte eigentlich ein schnelles Video werden. So. Nummernschild vorne. Oh, die Nummernschilder sind voll dick. Das sind doch eigentlich so dünne Platten nur.
kaputt, ey. So viel Kleber für ein Nummernschild, ey. Ich habe erst vor kurzem einzelegt, deswegen hat dieses Modell auch kein eigenes Video bekommen. Ich glaube, das war sogar einer von KK. Aber, ihr könnt das nicht glauben, die Teile waren in kürzester Zeit fast alle ausverkauft. So. Weiter geht's. Hat er Lenkung? Hat er. Funktioniert das Lenker drin? Funktioniert auch. Oh, nicht schlecht. So. Auch hier bleibt der Unterboden mit Felgen komplett. Da werde ich nichts mehr demontieren. Weil da sind jetzt einfach nur Stahlfelgen mit Radkappe. Also ich glaube nicht, dass einer die großartig auf ein anderem Auto drauf packen würde. Und wenn, dann kann er auch den ganzen Unterboden kaufen. Also so teuer wird es nicht sein. So. Gleich geschafft, noch 3 Modellautos. Die nächsten, für das nächste Schlachtfest stehen auch schon wieder parat. Die nächsten 10. So. Oh, 4 Schrauben, ey. 4 Schrauben. Für die Ausstattung. Na komm schon, ich will fertig werden. Ich muss hier bestimmt auch wieder dremmeln. 100%. So. Jetzt muss die Innenausstattung rauskommen. Oh nein, ich muss nicht dremmeln. Oh, keine Gurte, keine farblichen Akzente. Man hat zwar auf den Schaltknopf ein paar Gänge drauf gemalt. Aber mal ganz ehrlich, das ist Käse. Armaturenbrett ist dafür ganz nett geworden. Mit einem Opel-Zeichen drauf. Tacho, Navi, Tacho, Radio, alles gut zu erkennen. Und ich muss nicht dremeln. Ah, toll. Blöde Ecke von der Seitenscheibe. Auch kaputt, ey. Aber nicht so wie die andere. Was ist das für ein Scheiß, ey? Hier ist es gut rausgegangen. Gott. Boah. Das ist aber blöd gemacht hier. Aber ich muss ehrlich zugeben, die Scheiben ausbauen ist nicht so schön bei dem Modell. Cool, ne, dass hier so ein Fach drin haben, so eine Öffnung. Das ist, oh Gott, ich höre schon. Ein Kühlergrill. Was ist denn los? Letztes Mal hast du dich nicht so viel gewehrt. Ja, der Kühlergrill ist hinüber.
Und warum? Weil eine halbe Tonne Kleber da reingeflossen ist. So ein Scheiß, ey. Oh, die Montage war doch nicht so einfach, wie ich gehofft habe, ey. Naja, dafür ist er jetzt zerlegt. Achtet also bitte auf die Seiten, auf die Scheiben, die machen Probleme. Ja, und der Kühlergrill ist auch sehr labil. Blödes Ding. Das war's. 3 kommen noch. Ciao, Freunde. So, es geht zügig weiter. Der nächste Kandidat, ein Jeep Cherokee von Mayoret. Das ist irgendwie ein bisschen zu klein geraten. 1:19, okay. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil er in sehr gebrauchten Zustand ist. Die Radaufhängung hier vorne ist kaputt und ja, das war es eigentlich auch. Ziemlich was heißt abgenutzt, aber gebraucht halt, ne? Ja, so ist es halt. Auch ein Jeep Cherokee geht mal über den Modellautoschrottplatz. So, Mayoret ist ja inzwischen, glaube ich, Solido. Also viele alte Mayoret-Formen sind zur Solido-Form geworden. So Mini Coopers. Oder was gab es da noch? Aber sind eigentlich eher, ich will ja gar nicht, wie soll ich sagen, eigentlich sind es billige Modellautos. Die sehr hochwertig verarbeitet. Gut, sind jetzt auch keine neuen Modelle, ne? Die gibt es ja auch schon seit über 10 Jahren nicht mehr zu kaufen. Und haben auch seitdem auch nicht wirklich was an Wert gewonnen. Boah, was ist das eine Scheißschraube wieder, ey. Na komm, komm. Tag ist keine Woche hier, ey. Aha. Guck mal, das ist auch so ein absolutes No-Go heutzutage, ne? Wenn die hier die Felge durchbohrt haben, um den Stift durchzujagen, ne? Und hier ist auch irgendwas ausgelaufen. So. Ist der staubig. Der hat aber richtig Staub knutscht. So. Das Chassis kann man vom Unterboden lösen. Dann werde ich das auch mal direkt mal machen. Oder so rum. Man kann die Felgen ja auch einfach abziehen. Tja, keine Gurte, aber habe auch nicht erwartet, dass da welche sind. Weil so besonders ist dieses Modellauto halt gar nicht, ne? Komm, weiter geht's. Oh, cool. Praktisch. So, guck mal, der zerlegt sich echt von alleine. Oh, komm schon. Na komm.
verliert einen echt die Motivation. Ich habe gedacht, das zerlegt sich einfach. Komm jetzt. Guck dir das mal. Das ist ein halber Meter Schraube oder was? Gott, geht die schwerfällig. Boah, was ist das für eine Scheiße, ey? Boah. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ja, das so festsitzende Schrauben habe ich noch nie erlebt, ey. Komm, geh raus, Mann. Unglaublich. Geht auch nicht. Guck mal, ich hab die schon fast ab. Geht einfach nicht ab, ne? Auf der letzten Millimeter ist es fest. Auch hier. Geht nicht ab. Ich meine, die Rohkarosse geht ja eh auf den Schrott, ne? Also eigentlich müsste ich auf die Rohkarosse Rücksicht nehmen. Guck mal, alles andere fällt auseinander hier, ey. Mein Gott. Und dabei habe ich gedacht, da wird hier das einfachste Modellauto werden von allen. Oh, geht doch. Alternative gibt es ja noch von Otto Modells. Ich glaube, nee, die haben glaube ich den Vorgänger rausgebracht von dem. Aber eigentlich richtige Alternativen habt ihr eigentlich nicht. Oh, Gott sei Dank. So. Habe ich ja doch in die Knie gezwungen, die Kackkarre hier, ey. Ah. Alter, mein Gott, was ist denn hier los mit dir, ey? Dieses Modellauto ist echt kämpferisch. Das ist der Schriftzug hier hinten, der drauf war, weggeflogen, ey. Ja, scheiß drauf.
Dachgepäckträger muss auch noch runter. Und dann kann der Rest in die Schrottpresse. So. Das war's. Da ist Schrott und das geht verkauft. Warte, hier ist noch ein Emblem. Doch, das geht doch, das geht. Das geht nicht wenigstens einer Galaxie weiter. So, das war's. Jetzt kommen noch 3 Modelle, eben waren es noch 4. Oh, das ist zur Abwechslung mal was Schnelles, ey. Der Jeep Cherokee eben hat mich echt voll genervt, ey. Wir haben jetzt den 2007er Corvette Z06 von Road Signatures im Maßstab 1:24. Warum der hier gekommen ist, muss man nicht viel zeigen. Genau, die vordere Stoßstange fehlt und er hat starke Gebrauchsspuren. Der 1:24er Teilemarkt, der wächst immer mehr, die Nachfrage wird immer höher und deswegen kommt jetzt auch immer regelmäßig in den Schlachtfesten auch immer so ein 1:24er mal vor. So. Besonders ins Ausland gehen ganz viele Ersatzteile. Keine Gurte. Generell ist die Innenausstattung nicht wirklich... Oh Gott. Generell ist die Innenausstattung nicht wirklich gut gelungen. So. Die Felgen einfach nur schwarz lackiert, ohne nix. Das ist auch nicht wirklich... Oh, die gehen auch gar nicht ab. Naja. So, ich hoffe, das wird jetzt mal ein schnelles Video. So. Keine Lenkposition, aber dafür mit dem Navi. So, die Rohkorosse geht natürlich in die Schrottpresse. Also 1:24er Rohkorossen bewahre ich eigentlich fast nie auf. Preislich liegt dieses Modellauto um die 10, 15 Euro. Gibt aber nicht so viel aus, weil so besonders ist er jetzt nicht. Kofferraumdeckel geht nicht auf, Motorhaube geht nicht auf. Der ist wirklich, auch selbst für so einen 1:24er sehr billig geraten. Da gibt es bessere. Wenn ich gucke, so wie geil die Maestro 1:24er sind, ist der hier wirklich ein Flop. Na komm, ich versuche dich ohne zu drehen abzubekommen. So. Ne. Warum mache ich das eigentlich überhaupt ab? Diese ganzen Scheiben sind eh zerkratzt. Obwohl die Heckscheibe geht noch, aber die vordere Scheibe ist total zerkratzt. So, die kommt da. Windschutzscheibe kommt da. Scheinwerfer noch. Und da ist die hübsche kleine Corvette auch schon wieder Geschichte. Road Signatures. Kennen wir ja. Machen ja viel so mit amerikanischen Autos. Ist schon raus. Wo ist der Scheinwerfer hin? Da war gar keiner dran. Wer weiß das schon? Ach ne, da ist er. Sehr gut. Super. Das ging mal schnell, das tut gut. Die kleine Corvette ist Geschichte. Jetzt kommt noch der BMW und der Golf 1. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich diesem BMW E30 nicht ein einzelnes Video gebe, hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe den erst vor kurzem zerlegt. Nur der war jetzt ganz schnell ausverkauft. Und ich muss jetzt Teile-Nachschub machen. Die Nachfrage nach Ersatzteilen für dieses Modell ist ungemein hoch. Und die Leute rufen noch mehr und ich liefere jetzt. Ne? So. Deswegen hat er jetzt hier kein eigenes Video. Soll ich jetzt innerhalb ein halbes Jahr zweimal das gleiche Modellauto zu Ding? Wird ja auch langweilig. So. Ja, das geht ja auch nicht.
Leider geht ja bei diesem No-Ref-Modell nichts auf, ne? Weder Motorhaube, noch Kofferraumdeckel, noch Tür, nix. Noch nicht mal der Aschenbecher. So. Aber der hat coole Felgen. Zwar nicht perfekt entgratet, aber cool. So, weiter geht's. Die Vorderachse muss jetzt natürlich auch raus. Oh, schön. Man hat die Stoßstange verschraubt. Vorne, hinten auch. Oh. Wo ich den erst vor kurzem zerlegt habe, überrascht mich das gerade ein bisschen. Ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. So. Warum der hier? Ich glaube, deswegen Lackfehler auf den Schrott gelandet. Und deswegen darf er nicht mehr in den Umlauf. Der wurde bei einem Händler reklamiert. Oh, Gurte hat der. Die Sitze sind auch nicht schlecht. Ja, an sich ist die Innenausstattung gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. So. Oh, nichts abgebrochen. Teile sind natürlich extremst begehrbar, ne? E30 ist ja einer der beliebtesten BMWs überhaupt. Und Teile könnt ihr euch selber vorstellen. Egal ob Minichamp, Solido, Otto, alle Teile werden bei mir in Massen gekauft, sofern die mal online kommen. So. Gleich geschafft. Und dann ist nur noch der Golf da. Ich mag das, das mittlere Stück hier von diesem Bedienteil Richtung Fahrer gedreht ist. Stoßstange vorne, cool, dass ich das echt gemacht habe mit den Stoßstangen, ne? Hätte nicht sein müssen, aber cool. Aber warum der E30 bei No-Ref noch nicht als Full Open auf den Markt gekommen ist, für mich ein Rätsel, ne? Das wäre doch eine Gelddruckmaschine für No-Ref. Na, vielleicht kommt das noch. Wobei BMWs eigentlich immer, also sehr oft nicht Full Open sind, ne? Von No-Ref. Ich habe jetzt auf der Schlachtbank noch einen M1. Der ist komischerweise Full Open. So. Oh, ein Scheinwerferglas ist raus. Ja, diese Scheinwerfergläser fallen immer so komisch oft raus. Mein Gott. Oh, ich höre schon viel Kleber. Noch ein Scheinwerferglas, noch ein Scheinwerferglas. Ganze Scheinwerfergläser rausgefallen. Und Gott sei Dank alle hier runtergefallen. So. Noch die Rücklichter.
Das Spoiler geht auch ab, ja, ich glaube ja. Die Rücklichter gehen natürlich nicht von innen ab. Was ist das denn hier? Geht der wie von alleine ab. Puh. Das Gute ist ja, so ein Norev kommt ja weitaus öfters auf den Schrott, wie jetzt ein Mini-Champs oder ein Autoart, ne? Aber man kann die Teile von dem hier auch bei denen verwenden. Also sowas wie Spiegel und so alles, Scheinwischer. Könnt ihr auch vom Norev nehmen und dann mit euren Autoart reparieren. Das geht. So, das war's. 6 Minuten noch was. So, einer noch und dann habe ich es geschafft. So, letztes Modell, ihr habt es geschafft, das Schlachtfest ist so gut wie vorbei. Der letzte hier im Bunde ist der VW Golf 1 von Vitesse. Vitesse ist ja inzwischen Sunstar geworden. Er kam jetzt nicht auf den Schrott, weil hier Kleber ist, ein Scheinwischer fehlt. Ah gut, vielleicht liegt der Spiegel noch drin, aber ansonsten fehlt noch der Spiegel. Ja, Vitesse ist oft zum Tunen zum Opfer gefallen. Ich habe unzählige Tuning-Opfermodelle schon zerlegt. Unzählig. Gut, bis vor kurzem war das Modell ja auch eigentlich relativ alternativlos, ne? Überlegt, das gab es ja eigentlich nur von Vitesse und Solido und Sunstar. Aber jetzt inzwischen gibt es den ja auch von Valley und wie heißt die Scheiße nochmal? Norev. Wobei der von Norev natürlich eigentlich mitunter das Beste ist. So. Weil ich finde, der ist nicht so richtig maßstabsgetreu, finde ich, der von Vitesse. Das ist ein bisschen zu groß geraten. So. Na komm schon. Ich habe so viele Golf 1 Videos gemacht, ey. Und beim nächsten Schlachtfest ist, glaube ich, sogar auch noch wieder ein Golf 1 bei. Komm schon. Tag ist keine Woche hier, ey. Eigentlich hätte ich das auch komplett lassen können. Ich lasse es komplett. So. Ja, sehr billig gehaltene Innenausstattung, ne? Aber so war es halt damals, als das Modellauto auf den Markt kam, Ende der 90er Jahre. Ich glaube sogar Mitte der 90er. Und ungewöhnlich viele gibt es sogar noch original verpackt. Wenn man überlegt, wie unglaublich alt das Modellauto ist. Das geht ja schon fast die 25 Jahre zu. Das ist echt erstaunlich, wie viele davon in Originalverpackung überlebt haben. Sehr schön. Auch von Sunstar gibt es auch ungewöhnlich viele noch original verpackt. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Teile-Nachfrage ist natürlich immens hoch. Das muss ich euch ja nicht erklären. Und die Teile werden wahrscheinlich auch relativ schnell wieder weg sein. Und ein Spiegel ist hier nicht mehr rausgekommen. Schöner Motor, ne? So. Nochmal ein Schiller raus. Dremel.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich bin fertig. Alles ab. Tankdeckel eigentlich noch. Wobei die Tankdeckel jetzt nicht so extrem gefragt ist. Gucken, wenn ich den jetzt sofort abbekomme. Gut. Er geht sofort ab. Perfekt. Ja, das war's. Golf 1, Vitesse, erfolgreich zerlegt. Für damalige Zeiten ist das nicht schlecht gewesen, aber mit den heutigen alternativen Modellen war das nichts. Ne? Bin mal gespannt, es wird wahrscheinlich noch richtig viel Golf 1 auf den Markt kommen. Das werden nicht die letzten Cabrios und GTIs und LS und wie die alle heißen. Feuerwehr, Polizei. Ich glaube, ich habe auf der Schlachtbank noch ein Polizeiauto von Solido. Also, es wird nicht mangeln. Das war's. Schlachtfest ist vorbei. 10 Modellautos im relativen Schnelldurchlauf erfolgreich zerlegt worden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Abo da, bleibt mir treu. Danke fürs Zugucken und natürlich kommentieren.